Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Visite-Sendung hier und ich darf Ihre Fragen beantworten und will das sehr gerne tun und auch gleich loslegen. Und zwar schrieb ein Leser aus der Schweiz: Was ist mit Hashimoto und Jod? Ein Thema, was ganz viele Menschen belastet, und es ist Hashimoto eine Autoimmunerkrankung. Hashimoto ist eine Erkrankung, die wir vor 25 Jahren wirklich so gut wie überhaupt nicht kannten. Ich war damals Studentin in Berlin und man hat uns keinen Hashimoto-Patienten im großen Charité-Klinikum vorführen können. Heute haben wir eine ansteigende Tendenz, die unglaublich ist. Aber es ist eine Autoimmunerkrankung, die zur Folge hat, aufgrund der Antikörperentzündlichkeit gegen die Schilddrüse, dass wir es langfristig mit einer Schilddrüsenunterfunktion zu tun haben. Heute ist eine Unterfunktion der Schilddrüse, ob aufgrund einer Autoimmunerkrankung oder auch aufgrund unerkannter Ursachen, eine Behandlung, die ausschließlich durch Schilddrüsenhormone geschieht. Unsere Schilddrüse ist aber ein Organ, die zwar eine Produktionsstätte hat, und die ist die Schilddrüse hier, aber sie ist nicht der Funktionsort, sondern die Schilddrüse allein ist in der direkten Zusammenarbeit mit unserer Hypophyse, mit unserem Gehirn und mit unseren Nebennieren ein wichtiger Regulator für unseren Körper, aber auch manchmal ein wichtiger Kompensator für eine Schwäche, die sich weit auf einer anderen Ebene abspielt, zum Beispiel im Bereich der Nebennieren. Hashimoto entsteht, wenn 3 wichtige Voraussetzungen geschehen. Das heißt, ich muss den Hashimoto-Patienten immer anschauen, wie ist es mit seiner Verdauung, wie ist es mit seiner Entgiftung, und welche genetische Disposition hat er? Das heißt, ist er ein guter, ein schneller, ein langsamer oder ein verzögerter oder vielleicht auch ein Nullentgifter? Weil auch die Schilddrüse als Organ bereit ist, toxische Belastung aufzunehmen. Ganz oft entstehen daraus reaktivierte Epstein-Barr-Belastungen, weil Viren leben intrazellulär und Viren haben einen hohen Reaktivitätstendenz, und gerade bei Epstein-Barr ist das der Fall. Das ist die Erkrankung, die wir als Kind vielleicht als pfeifersches Drüsenfieber erleben, die sogenannte infektiöse Mononukleosis. Aber durch diese Entzündung der Antikörper, die ausgelöst wird, gegen körpereigene Zellen, entsteht eine Vernichtung der Schilddrüsenhormone. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Dinge im Vorfeld anschauen, im Vorfeld erkennen und auch schon lange, bevorher eine langsame Zerstörung geschieht, die wir ja lange Zeit gar nicht merken, in den Griff bekommen. Hashimoto ist das Ergebnis, es ist der Name für ein Autoimmungeschehen. Und jetzt muss man natürlich achten darauf, wo holt man diesen Patienten ab. Wenn durch diese langjährige Entzündung letztendlich die Schilddrüse eine Situation relativ akzeptabel hinnehmen muss, dass sie nur noch mit 30% arbeitet oder nur noch mit 40 oder nur noch mit 50%, dann ist das schon erstmal ein sehr guter Gedanke, es durch Schilddrüsenhormone auszugleichen. Und jetzt kommen wir zum Jod. Die Schilddrüsenhormonproduktion, die in der Schilddrüse erfolgt, ist, dass wir Tyrosin als Aminosäure benötigen und Jod. Jod besteht aus Jod und Jodid. Diese Kombination, die Sie eigentlich nur finden in Braunalgen, in Rotalgen und auch in der Lugol'schen Lösung.
Und das zusammen mit Kofaktoren aus dem Stoffwechsel, Vitamin B6, Magnesium und so weiter, lässt T4 entstehen in der Schilddrüse. Aber dann außerhalb der Schilddrüse, mit Hilfe der Niere, der Leber, wird T3 entwickelt. Und T3 ist jetzt das aktive Schilddrüsenhormon, was intrazellulär wirkt. Das heißt, keine Zelle kann ohne diesen Hormonbedarf täglich eine volle Leistung bringen. Und wenn ich eine Überfunktion der Schilddrüse habe, wenn einfach da ein heißer Knoten ist und Schilddrüsenhormone werden gepowert und gebildet ohne Ende, dann darf ich die natürlich nicht noch mit zusätzlichen Hormonen, geschweige denn mit Jod, anheizen. Ich teile aber nicht den Standpunkt, dass Jod eine Kontraindikation wäre, wenn ein Hashimoto vorliegt. Ich muss genau entscheiden, wo hole ich denn den Patienten ab? Ist es noch eine Thyreoiditis? Ist es im Moment dieses entzündliche Geschehen? Oder liegt es schon lange Jahre zurück und akzeptiere ich aufgrund einer Autoimmunentwicklung jetzt eine Unterfunktion der Schilddrüse und will aber die Schilddrüse dazu bringen, dass sie morgen wieder durch eine aktive Schilddrüsenfunktion auch wieder mehr Schilddrüsenhormone bereitstellt. Die Hashimoto-Erkrankung aber selbst hat auch Ursachen, von denen ich sprach. Und eine Schilddrüsentherapie muss aber immer begleitet werden mit der Begleitung der Autoimmunerkrankung. Was wir beobachten, wenn wir das tun, dann gehen die Schilddrüsenantikörper wieder runter. Damit ist ein Prozess beruhigter. Wir müssen erkennen, ob eine Epstein-Barr-Reaktivierung aktiv ist. Und wenn die aktiv ist, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Immunleistung morgen diese aktiven Epstein-Barr-Viren wieder reaktivieren. Das ist alles ganz gut möglich. Natürlich muss man aber auch erkennen, wie ist meine Immunleistung. Man kann also einen Lymphozyten-Typisierungstest machen. Dieser Lymphozyten-Typisierungstest hat die Aufgabe zu erkennen, welche Immunfraktionen sind ausreichend, welche sind nicht ausreichend in der Abwehr von Viren, in der Abwehr von Parasiten. Und das ist ein sehr wertvoller Test. Und man kann natürlich auch ausschließen, ob man eine Epstein-Barr-Belastung hat. Das Epstein-Barr das lebt mit uns, das bekommen wir schon mit der Schwangerschaft mit. Aber es ist inaktiv in der Zelle. Ein Virus ist intrazellulärer Baustein. Das ist nur ein kleiner RNA-Faden, DNA-Faden mit einer Proteinhülle. Aber was macht ihn reaktiv? Was macht ihn so aktiv, dass er damit auch einen zerstörerischen Prozess auf die Zelle ausübt? Das muss man alles wissen. Und deshalb möge ich nicht verstanden werden, Hashimoto braucht Jod. Man muss ganz genau anschauen, auf der einen Seite, wer hat diese Autoimmunerkrankung getriggert? Wird die immer noch getriggert? Steigen die Antikörper noch? Ist dieser Prozess aber auch heute nur Folge eines Prozesses in der Vergangenheit? Und das andere ist, dass man, wenn man mit Jod arbeitet und wir sehen, 80% der Menschen haben einen Jodmangel. Früher war das vielleicht noch möglich durch so große, starke Strumen sichtbar, aber heute ist es sichtbar durch die schwächere Immunleistung, weil Jod hat eine sehr desinfizierende Wirkung, gerade was Parasiten, Bakterien, Pilze anbelangt. Jod macht sehr warm. Jod reguliert in die Entspannung. Jod macht so eine tiefe Wärme. Jod leitet aus, gerade Brom, Schwermetalle, Quecksilber, Blei wird durch Jod gebunden und Jod muss bereitstehen für Tyrosin, um eigentlich auch mehr Schilddrüsenhormone für den Körper wieder zu bilden.
Und das ist eigentlich eine sehr wertvolle Therapie, die Sie dann nutzen sollten, bitte auch vielleicht mit einem erfahrenen Kollegen auf dem Gebiet. Die Lugolsche Lösung ist in der Apotheke zu erhalten auf Rezept. Ich kann Ihnen da einen sogenannten Hauttest empfehlen mit der Lugolschen Lösung 2%, dass die Haut nicht so belastet wird. Und dann malt man einen 6 x 6 Zentimeter großen Jodfleck oder ein Tattoo auf den Unterarm. Machen Sie das am besten am Morgen und dann schauen Sie mal, über welche Zeit dieses Jod verschwindet. Und wenn das zügig verschwindet, ich erlebe manchmal 3-4 Stunden, dann wissen Sie, wie hoch ist der Bedarf für Ihren Körper, Jod zu benötigen. Und wenn Sie den natürlich am nächsten Morgen noch sehen, wenn Sie wieder aufwachen, nach 24 Stunden noch sichtbar, dann müssen Sie sich da sehr zaghaft heranwagen. Aber wenn der zügig innerhalb von 12 Stunden zum Beispiel weg ist, dann besteht ein Jodbedarf. Und Jod nimmt man zu sich in Form von Lugolscher Lösung. Jod ist ein Mittel, das man dann per Tropfen zu sich nimmt, beziehungsweise auch immer gerne auf die Haut dann auftragen. Bleiben Sie dann trotzdem bei der 5%igen, aber eben tropfenweise und dann nicht so viel wie beim Test. Jod wird aber bitte immer erst mit einer 27%igen Himalaya-Salzsohle die Jodkur vorbereitet. Das ist eigentlich so ein Himalaya-Brocken, den Sie in ein großes Glas mit Wasser geben. Und sie ist dann eine 27%ige Salzsohle, wenn der Brocken aufgelöst ist. Wenn das so ein Brocken ist, kann das gut ein halber Liter sein. Jeden Tag einen Teelöffel morgens davon auf ein Glas Wasser trinken. Das ist eine sehr gute Basismineralisation, weil alle Elemente des Periodensystems sich in diesem Jod oder in dieser Salzsohle befinden und damit natürlich auch den gesamten Prozess gut vorbereiten, triggern und die Wirkung des Jodes dann beeinflussen. Und dann starten Sie mit Lugolscher Lösung und Sie können da pro Tropfen pro Tag vorgehen und diese Dosis langsam steigern. Seien Sie sich immer bewusst, dass wir 7,5 Milligramm in einem Tropfen Lugolsche Lösung dann finden und passen Sie diese Dosis bitte sich an. Ich kann hier keine Empfehlung geben, Sie brauchen 20, 30 Milligramm. Ich weiß nur, dass wenn wir hier in der Schweiz oder in Deutschland einen Reaktorunfall haben, dann muss ich Ihnen pro Tag 130 Milligramm Jod verordnen, damit Sie einen ausreichenden Schutz haben für Ihre Schilddrüse, für Ihren Organismus. Und da sehen Sie die Relation 7,5. 130 ist dann muss. Und der Körper ist in dieser Weise natürlich auch unglaublich dankbar, ganz langsam mehr Jod zu erhalten, damit er dann diese Aufgaben auch wieder übernehmen kann. Natürlich, wenn die Schilddrüse umschlägt in ein zu viel, dann werden Sie das merken, dann schwitzen Sie, dann sind Sie nervös, dann sind Sie unruhig und dann müssen Sie da bitte auch entsprechend mit einem ärztlichen Kollegen das mit einer sehr großen Sorgfalt auch langsam begleiten. Geben Sie dem ganzen Körper erstmal so ein ganz kleines bisschen die Information, aber ich habe eine unglaublich wunderbare Rückmeldung im Rahmen der Jodsubstitution und dann natürlich auch dessen, was der Körper wieder dann allein in seine Hände nimmt. Das war die Frage jetzt zu Hashimoto und Jod. Und die andere Frage war, was ist ein Leaky Gut Syndrom? Ein Leaky Gut Syndrom ist eine Erkrankung des Darmes. Und ein Leaky Gut Syndrom heißt Permeabilitätsstörung. Leaky, es tropft Gut, der Darm tropft. Das heißt, die passagiere Schranke zwischen innen und außen ist der Darm, die Darmschleimhaut. Und diese Darmschleimhaut ist von der Natur aus 3-mal gesichert. Es ist wie so eine Mauer.
Und niemand, aber auch niemand darf sie passieren, der nicht in der Lage ist, sich auszuweisen. Das bedeutet, dass jedes Eiweiß, was gespalten wird und als Aminosäure-Baustein im Darm vorliegt, braucht ein Einlasspapier. Jedes Vitamin, jedes Mineral, alle brauchen ein Einweispapier. Bakterien, Pilze, Parasiten werden absolut abgewiesen und müssen über den Darm ausgeschieden werden. Quecksilber, all die Dinge werden abgewiesen, müssen ausgeleitet werden über den Darm. Jetzt gibt es aber eine ganz große Sorge in dieser Zeit und das sind sogenannte Silent Inflammation Reaktionen, also stille Entzündungen, die sich am Darm abspielen. Damit meine ich jetzt nicht die Colitis rosa permanent oder den Morbus Crohn, sondern das, was 99% der Menschen aber zu tolerieren haben. Und das sind Entzündungen, die uns Menschen unbemerkt über Wochen, Monate im Darm eine Instabilität schaffen. Meine Vermutung war vor Jahren, dass es gar nicht mehr die Milch ist, sondern es ist das Gluten, es ist das Getreide, es ist das glutenhaltige Getreide, welches das Gluten als Klebeeiweiß nutzt. Deshalb haben sie mit dem Weizen so eine große Backeigenschaft, da können sie alles machen, hat aber den höchsten Glutenanteil. Und dieses Gluten ist etwas in unserer Nahrung, auf das wir eigentlich nicht eingestellt sind. Und dieses Gluten macht was mit uns. Es gibt überhaupt das Getreide erst seit 10.000 Jahren. Das heißt, von einer Adaptation kann man auch nicht sprechen. So wie zum Beispiel die Kuh adaptiert ist an Gras und Wasser. Wenn Sie der jetzt zum Geburtstag auch ein Stückchen Kuchen hinstellen oder vielleicht auch noch einen kleinen Cappuccino, dann wird die Kuh binnen kurzer Zeit krank werden. Wir haben für uns Menschen eine gewisse Lebensordnung auch zu wahren. Und dieses massenhafte Anteil an Gluten in unserem Getreide und der hohe Verbrauch an Getreide, der macht an unserer Darmschleimhaut diese Irritationen. Und wenn die immer mehr werden, dann zerstören wir diese Immunkontrollpunkte. Das ist eine bakterielle Ebene, das ist das sekretorische IgA und das sind die Peyer'schen Plaques, so nennen sich diese Barrieren. Und wenn dann durch eine chronische, leise, latente Entzündung richtige Löcher entstehen, was Sie auch nicht merken, das ist alles irgendwo hier für uns unbemerkt, dann schieben Sie aber mit Riesenfreundlichkeit schieben Sie jetzt Bakterien, Pilze, Parasiten, Skatol, Schwefel, Wasserstoff, Ammoniak, ach weiß doch der Fuchs, alles erstmal ins Blut. Und wissen Sie, was passiert? Eine dramatische Immunreaktion ist jetzt gefordert. Und das Problem ist, wenn das nicht erkannt wird, ist es mit die Basis für die Entstehung von Krankheiten, die Sie morgen haben. Und eine ganz, ganz, ganz wichtige ist, mit anderen die Autoimmunerkrankungen. Mit anderen die Fibromyalgie. Das ist eine Erkrankung, die gibt es doch gar nicht, sondern es ist doch nur ein Sichtbarwerden eines chronisch entzündlichen Schmerzproblems auf körperlicher Ebene. Aber lange, lange Zeit vorher ging doch dem schon etwas voraus, was Sie überhaupt nicht wahrgenommen haben, weil das Leben uns zelebriert, wie hoch, wie wertvoll und vor allen Dingen wie Genuss und wie lecker all diese Dinge sind. Sie können gucken, wo Sie wollen. Überall duftet es nach Croissants, nach all diesen Dingen. Aber der Darm wird nicht gefragt, ob er das liebt und ob er das mag. Deshalb eine Verdachtsdiagnose Leaky Gut oder überhaupt. Wir haben die Klinik auf absolut 100% glutenfrei geführt, damit ich Menschen wenigstens mal für eine kurze Zeit erleben lassen kann, wie sich das alles heute anfühlt, wenn ich nur dieses dramatische Toxin für die Entzündlichkeit rausnehme. Und es gibt natürlich wunderbar schon heute Möglichkeiten, glutenfrei zu backen. Ich würde das auch nicht gerne essen wollen, diese abgepackten Glutenbrote, die Sie kaufen können. Aber das ist so einfach und es ist so wunderbar aus Reis, aus Mais, aus Kartoffelmehl und aus vielen Kastanien.
wunderbar leckere Dinge, sich selbst auch wert zu sein, sich diese Dinge zu machen. Leaky-Gut muss ausgeschlossen werden und glutenfrei zu leben betrifft 85% der Bevölkerung. Das heißt, damit will ich nicht sagen betrifft, sondern ich will sagen, das Gluten hat zu 85% den Anteil am Krankwerden mit, weil wir als Population Mensch mit den Belastungen auf vielfältigster Ebene, aber auch hier stark angreifbar geworden sind. Und der Darm, ich wiederhole mich, als die Wurzel bei der Pflanze Mensch, ist schon sehr ernst zu nehmen, damit sie die Voraussetzungen schaffen, damit sie die Last, die der Körper sich immer wieder auch schafft und schaffen muss, der Entzündlichkeit auf körperlicher Ebene reduzieren. Und ich sage das immer wie mit einem Baum. Sie sehen ja auch nicht in der Erde diese riesige Wurzel, die vielleicht noch mal 30, 40 Meter bei einer großen Eiche da unten die Notwendigkeit hat, diesen kraftvollen Baum zu stärken. Und wann immer es nicht möglich ist, in einer Erkrankung sich vielleicht in diese Stärke zurückzuführen, die eine deutsche Eiche hat, aber ich bin oben an der Ostsee geboren, am Bodden, Greifswalder Bodden, und da waren Krüppelkiefern. Wissen Sie, und Krüppelkiefern, die sehen nur alles andere als schön aus. Die sind da schief und krumm gewachsen, aber die sind stark. Die sind ganz stark und jedem Sturm halten sie stand. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen, aber schaffen Sie Voraussetzungen. Und jedem bitte ich, diese Dinge erstmal als ersten Schritt, auch in der Behandlung einzelner eigener Probleme, umzusetzen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon heute auf den nächsten Sonntag. Alles Gute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.